Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nenne ich dir 5 Gründe, warum du im Training keine Fortschritte siehst. Wer meine Journey verfolgt oder verfolgt hat, weiß, dass ich seit mehr als 3 Jahren Hula Hoop mache, habe mich immer mehr für das Home-Training interessiert, hatte aber auch Phasen, wo ich stecken geblieben bin, wo ich keine Fortschritte gesehen und Fehler gemacht habe. Vorab würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vor allem gebt dem Video einen Daumen hoch, das würde mir sehr weiterhelfen. Ich habe mit Fitness angefangen, um abzunehmen. Heute ist es mein Lifestyle geworden. Also heute trainiere ich nicht mehr, um abzunehmen, sondern um fit zu bleiben. Und das unterschätzen sehr viele. Ich glaube, Fitness verbindet man in erster Linie mit Abnahme oder mit Gewichtszunahme oder auch das exzessive Gewichte stemmen, Muskeln bekommen und aussehen wie He-Man oder Superman. Unser Beinskelett zum Beispiel trägt ein Leben lang unser Körpergewicht. Wenn wir uns das mal bewusst wären, dass wir auch im Alter anfälliger werden, was Knochenbrüche betrifft und Sport oder wir mit Sport sowas vorbeugen können, sollte man Fitness oder Sport, wie auch immer, nicht nur aus der einen Perspektive betrachten, auch wenn es natürlich einfacher ist. Mit Fitness hältst du dich in erster Linie auch körperlich und geistig fit. Dass man nebenbei oder dass man vielleicht anfängt, um Gewicht abzunehmen oder zuzunehmen, ist ja auch okay. Aber manche Menschen denken, nur weil du ein Leben lang Sport treibst, willst du ein Leben lang abnehmen. Nein, der erste Fehler ist meiner Meinung nach das Ego. Kenne ich auch, man fühlt sich angespornt, man sieht, der eine kann das, warum kann ich das denn nicht? Ich mache das einfach. Dann fängt man vielleicht nicht bei 20 Kilo an, sondern wir gehen gleich auf 45 Kilo, weil er kann das ja. Oder ich muss ja irgendwie mithalten. Was wir unseren Körper aber antun, ist eine mega große Überbelastung. Unsere Körperpartien brauchen viel länger, um sich zu regenerieren. Das ist wiederum kontraproduktiv für das Training und vor allem powern wir uns extrem aus. Wenn du deine Wiederholungen nicht machen kannst, weil das Gewicht zu schwer ist, dann ist das auch nicht Sinn der Sache und das vergessen wir sehr oft. Wir fühlen uns beeinflusst. Im Training geht es auch darum, dass man die Wiederholungen richtig ausführt und nicht irgendwie. Das ist nicht der Sinn, der Zweck oder der Sinn und Zweck der Übung. Von daher sollte man sich immer wieder reflektieren. Wo stehe ich dann? Bin ich Anfänger, fortgeschritten? Warum schafft er 60 Kilo und ich nur 20? Manchmal liegt es auch einfach daran, weil du Anfänger bist, weil du vielleicht nicht diese Trainingsintensität hast, weil du vielleicht auch eine andere Trainingsart hast. Der zweite Fehler ist meiner Meinung nach die Ernährung. Wir sind oftmals sehr großzügig oder auch sehr fahrlässig. Ich meine, wir gönnen uns was und das ist auch wichtig. Also wir können uns nicht nur gesund und ausgewogen ernähren. Manchmal verliert man den Überblick und man fängt an, sich selbst zu belügen. Toastbrot mit Nutella, es ist ja nur die kleine Scheibe oder nicht so viel. 2 Tage später steht man da wieder vor und sagt, ach komm, das ist ja nur eine Scheibe Toast. Das wird ja schon nicht so viel sein. Und irgendwann ist man dann nur noch in dem Gönnermodus und das ist der Fehler, weil diese kleinen Portionen, die man sich manchmal macht, werden dann immer größer, immer größer, immer größer. Aber am Ende hat man ja immer nur die kleinen Portionen gegessen. Versteht ihr, was ich meine? Auch ein Punkt oder auch ein Fehler, der oftmals nicht bewusst gemacht wird. Ernährung gehört zum Sport oder gerade wenn es um die Gewichtsabnahme geht, um die Muskelmasse oder wie auch immer. Also wenn deine Ernährung shitty ist, kannst du so viel Sport machen, wie du willst, da wirst du kaum was erreichen. Der dritte Fehler ist, dass viele die eigenen Fortschritte vergessen. Wenn man aber mal nach hinten scrollt, du hast ein Foto gemacht und das Foto vergleichst du mit jetzt oder mit heute, wirst du in der Regel immer einen Fortschritt erkennen können. Du wirst immer eine Verbesserung sehen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, wenn du deine Fortschritte regelmäßig trackst, also dass du wirklich Bilder machst von deiner Figur, aber auch reflektierst, in welche Richtung willst du denn? Klar, irgendwann hört das auch auf und irgendwann wird es weniger. Also du wirst ja, also wenn du jetzt, sagen wir mal, angenommen 10 Kilo abnehmen willst, wirst du am Anfang vielleicht mehr verlieren, irgendwann wird es vielleicht etwas weniger, aber es geht um den Fortschritt. Es geht nicht darum, von heute auf morgen dünn zu sein. Ich meine, die Haare wachsen ja auch nicht einfach über Nacht.
Ne? Die sind ja nicht am nächsten Morgen lang. Muskeln wachsen auch nicht innerhalb von 3 Tagen oder so. Die ersten Fortschritte siehst du vielleicht erst nach Monaten. Von daher sollte man immer etwas Vertrauen und auch Geduld haben. Das ist sehr wichtig, gerade wenn es um Fortschritte geht. Der 4. Fehler meiner Meinung nach ist, wenn man das Gewicht zu schnell steigert oder eben auch gar nicht steigert. Es gibt Menschen, die bleiben immer wieder in ihrer Leistungskurve. Also das Fitnesslevel wird nicht erhöht, weil sie immer wieder mit 10 Kilo zum Beispiel trainieren. Dein Körper braucht diese Leistungskurve, damit deine Muskeln in Stand bleiben, weil sonst kannst du deine Muskeln auch schwächen. Es gibt auch Leute, die Angst haben, mit Gewicht zu trainieren, weil sie denken, sie bekommen dann irgendwelche Muskeln. Aber es ist gut für die Muskulatur. Es geht vielmehr um deine Stärkung oder um die Stärkung deiner Muskulatur, die sehr wichtig ist. Es gibt aber auch das Gegenteil. Menschen, die der Meinung sind, sie müssen jede Woche das Gewicht erhöhen. Zu schnell, zu viel hindert einfach deinen Trainingsstil und du wirst auch nicht schnellere Erfolge sehen. Der 5. Fehler ist, wenn du deine Routine nicht änderst. Der Körper gewöhnt sich irgendwann an den Stil. Also wenn du jetzt zum Beispiel 60 Minuten täglich trainierst, gewöhnt sich der Körper daran. Ich will nicht sagen, dass du dein Training dann verlängern solltest, aber vielleicht solltest du dann andere Übungen mit einbauen oder auch mal was anderes machen, oder vielleicht solltest du mal schauen, was machst du eigentlich in deiner Freizeit. Vielleicht musst du den ganzen Tag vor dem PC sitzen, machst danach aber nichts weiter. Daher empfehle ich euch, sich immer wieder selbst zu prüfen, wo stehe ich, was mache ich, bin ich in meiner Routine festgefahren, vielleicht bin ich in der Ernährung nicht so gut, vielleicht ist die Ausführung meines Workouts nicht gut genug. Also da auch wirklich reflektiert ranzugehen. Ich bin mir sicher, wenn ihr darauf ein bisschen achtet, dann wird es auch gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat. Nein, ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und wünsche euch eine schöne Woche. Genau. Macht es gut. Tschüss.